Hallo zusammen, heute von einem speziellen Ort aus Ndodo im Norden von Addis. Hinter mir war noch der Eingang. Das ist ein kleiner Rundumblick. Erstmal nichts Besonderes, aber auch heute geht es mal hier wieder auf Mineraliensuche an einem ganz anderen Ort, wie man ihn sonst kennt. Wir laufen jetzt erstmal zusammen mit Freunden, Frau und Kind. Dann mal schauen, ob doch hier und da einfach nette Aufschlüsse sind. Die Bäume, die man hier im Hintergrund sieht, alles Eukalyptus, das man durchschmießen kann. Also Eukalyptus, ein wird abreißen, wird man diesen intensiven Geruch riechen können. Ja, das, was man hier sieht, ist das typische Material, viel Bauarbeiten, rotes Vulkangestein. Jetzt nichts Besonderes, aber wie man sieht, liegt das überall rum. Wird für den Straßenbau verwendet. Und hier haben wir das anstehende Gestein. Sieht man war einige rote Schichten, aber mit viel Glück ergibt es daraus noch was. Vor einigen Jahren konnte ich hier in dem Gebiet schon einiges an verschiedenfarbigem Jaspis finden. Ne? Da habe ich heute wieder mal das Glück. Wir werden sehen. Und auch hier werden Baumfällarbeiten durchgeführt. Alles Eukalyptus. Ja, Hintergrund dieser ganzen Baumfellaktion ist vor allem eher, dass Eukalyptus zu einer Art invasiven Baumart hier geworden ist. Wurde vor über 100 Jahren angefangen anzupflanzen, hat sich aber dann so massiv ausgebreitet, dass andere Arten verdrängt. Ja, jetzt wird es wieder entsprechend so ähnlich wie bei uns die Fichtenmonokulturen wieder auswechselt gegen andere Arten. Ja, wie man im Hintergrund sieht, dieses ist ein typischer einseitige Eukalyptus-Monokultur, fast genauso wie bei uns die Fichtenmonokulturen. Und deswegen wird das jetzt alles ausgetauscht, Stück für Stück. Ich weiß nicht, ob man die Färbung richtig sieht. Ich weiß, das ist die typische Erdschicht, die hier vorherrscht. Richtig dunkel, rot-braune Erde. Ziemlich lehmhaltig. Und das ist mal ein richtiger, schöner Geländeanschnitt. Oben wieder die Erdschicht und hier unten schon der Fels. Und hier sieht man so kleine Schichten hier durch. Und hier eine herrliche kleine Zwischenstation. Hier im Hintergrund hier ein Museum. Und das ist ungefähr so das Starbucks von Äthiopien. Ein schönes Restaurant. Hier sieht man ein interessantes Stück Eisenerz.
Was man hier sieht, sind ganz kleine Eisenerzadern. Was? Hier haben wir zwei harte, schöne, große Stücken Basalt. Ein typisches hier vorkommendes Gestein, das gerne zum Bauen genutzt wird. Hier mal ein besonders großer Brocken. Man sieht auch die Kantenflächen, ist eigentlich sehr schön. Es sei denn, ich stehe im Schatten. Und hier liegt wieder ein anderes Gestein an. Habe ich bis jetzt noch nie gesehen, so ein Gestein. Vielleicht kann mir jemand was in die Kommentarspalten hinterlassen, was das sein könnte. Eine kleine ordentliche Nahaufnahme. Viele Einschlüsse enthalten. Das erste Fundstück für heute. Hier wird noch ziemlich viel gebaut. Das ist einer der vielen Aussichtspunkte in Endodo. Hier unten sieht man einen Damm zur Wasservorratung. Sieht man auch wieder das gleiche Gestein wie von vorhin. Hier zeigt sich wieder ein schöner entfernter Aufschluss, wenn man richtig nah rangeht. Hier typisches Eisenerz. In dieser ganzen Formation sind viele solche Gänge. In diesem Park gibt es jedenfalls eine Menge Aufschlüsse. Zumindest wenn man die Zeit hätte, sich den ganzen Tag hier aufzuhalten, würde man alles intensiv untersuchen. Ich denke, da wird man mit Sicherheit wesentlich mehr finden als ich bis jetzt. Ich bin aber auch gesagt heute ohne Werkzeug ausgerüstet, nur mit meinen Fingern, aber das muss erstmal reichen. Ich glaube, man sollte sich auch hier nicht unbedingt dabei erwischen lassen, mit einem Geologenhammer aufzukreuzen und überall rumzuklopfen. Weil das eigentlich so eine Art Naturpark ist. Ja, und das passiert bei einer schlechten Hangsicherung. Und jetzt wird auch noch mal ordentlich schön geklettert hier. Bisher auch. Die Kollegen und Sohnemann macht mit. Ja. Ach, hier gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Ein kleiner Bachlauf, der gerade trocken liegt. Können wir schon auch einiges finden. Ne? Ja, hier sind typische Asbestspuren. Nur ein Problem, der Brocken ist definitiv zu groß zum Mitnehmen. Hier haben wir auch wieder mal einen sehr schönen Geländeanschnitt. Wieder ein anderes Gestein, mir leider unbekannt. Die ersten Steine habe ich auch schon gefunden, aber an einer anderen Stelle. Die zeige ich euch dann mal noch am Schluss. Und das ist jetzt mal ein Blick von der anderen Seite. Unten wieder der Damm. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Richtig. Mal sehen, in dem Restaurant waren wir noch nie gewesen, ist auch ziemlich neu. Wir ziehen jetzt allerdings vor, nach oben zu gehen. Was?
Mary. Den hier? Ja, schönes Restaurant. Danke. Manchmal findet man auch was beim großen Trümmerfeld, einer riesen Baustelle. Like this. Ich meine, wie sowas zum Beispiel. Und wie immer ist der sich am Wegesrand aufhält, der Letzte ist. Alle anderen sind schon wieder weit voraus. Und ich suche trotzdem weiter. Nehmen wir uns auch langsam Zeit für den Heimweg. Mein Blick auf die Karte. War schon eine ganz schöne Strecke, die wir gelaufen sind. Hier unten losgelaufen, hier oben rum, hinten rum. Hier waren wir auch noch einen großen Bogen gelaufen und an zig Stellen was gefunden.